Hallo, ich mal wieder, wer sonst? Heute mal mit einer kleinen Ankündigung, die ein bisschen was anderes ist und weniger mit dem Crowdfunding an sich zu tun hat, aber halt irgendwie doch schon. Ähm, ja, wir werden Teil des Meltdown-Netzwerkes. Jetzt ist es raus. Ähm, Was ist das Meltdown? Der eine oder andere kennt es vielleicht schon und sitzt jetzt so da. Ich wurde es auch tatsächlich diverse Male schon auf Reddit gefragt und habe den Leuten dann immer eine persönliche Nachricht geschrieben, dass es dazu jetzt bald eine Ankündigung gibt, aber das konnte ich alles noch nicht machen. Ich wollte auf jeden Fall dieses Video vorher machen und wir mussten auch Grafiken basteln und all sowas und auch die Social Media Seiten fertig machen und all so ein Kram. Also, was ist das Meltdown? Das Meltdown ist ein Franchise-System von E-Sports-Bars. Ursprünglich kommt es aus Frankreich, gibt es seit etwas mehr als 3 Jahren. Zurzeit sind es 12 Bars in 5 Ländern und diverse andere sind in der Mache. Darunter auch wir. Ähm, Was genau bedeutet das jetzt für uns als Projekt? Im Grunde bedeutet das, dass wir, die das in Köln schon seit 3 Jahren machen und natürlich unsere Erfahrungen und so weiter und so fort, werden jetzt gebündelt mit Leuten, die, ich meine, unsere Erfahrungen sind von Events, ja, und wir kennen die ganze Community und so weiter und so fort, aber diese Leute vom Meltdown, die wissen halt genau, wie E-Sports-Bars laufen. Und das nicht nur in Paris und in London und Berlin, sondern auch in 1000 anderen Städten und die haben also genaue Erfahrung mit dem tagtäglichen Geschäft in E-Sports-Bars. Das heißt, unsere Erfahrung bezogen auf Köln wird kombiniert mit allgemeinen Erfahrungen aus ganz vielen verschiedenen Regionen. Jetzt werden natürlich einige Leute sofort sagen, oh, Franchise, böse, 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 gibt doch nur Nachteile. Gehen wir mal auf die Nachteile ein. Eigentlich gibt es für euch keine. Das Einzige, was sich definitiv für euch ändern wird, ist der Name. Das Ding wird nämlich Meltdown Cologne heißen, seht ihr hier schon. Allerdings hat mich auch fast noch niemand danach gefragt, wie die Bar heißen würde, wenn sie denn kommt. Nicht mal die ganze Presse, mit der ich gesprochen habe. Das ist ganz lustig. Wir hatten da diverse Ideen, Evolution, Hive, all solche Sachen. Aber Bar of Legends oder Barcraft, was vielleicht viele gedacht haben, wäre gar nicht gegangen. Das wäre nicht möglich gewesen. Da hätten uns Riot und Blizzard wahrscheinlich sofort komplett verklagt, also richtig ist. Weil so ein Amumu da drin zu haben, oder jetzt ist er nicht sichtbar, aber so eine Hydra, ich glaube, das würden die dann doch nicht mitmachen. Also das wäre gar nicht gegangen. Außerdem hätte es immer ja eine, da jetzt seht ihr es, da, so. Es wäre immer eine Community hinten dran gewesen. Dann beim Barcraft hätte sich die Bar of Legends Community geärgert und andersrum. Also das wollen wir nicht. Das ist im Grunde fast der einzige Nachteil für euch. Oder die einzige Änderung für euch. Für mich heißt es, ich zahle eine Lizenzgebühr und monatliche Beiträge. Das kann euch aber eigentlich relativ egal sein. Zeigt aber vielleicht nochmal mehr, wie sehr ich daran glaube, dass das der richtige Schritt ist, weil warum sollte ich noch mehr Geld investieren, um sowas zu kriegen. Also ich bin da groß von überzeugt und ich erkläre euch jetzt auch warum. Das Meltdown bringt diverse Vorteile mit sich, die wir so alleine als einzelne E-Sports-Bar nie bekommen hätten. Den größten Vorteil, damit fange ich direkt an, ist halt das Netzwerk an sich. Also nicht nur, dass wir die Erfahrung von anderen holen können, bei dem und dem Barbesitzer nachfragen können, wie regelt ihr das, wie habt ihr das gemacht, kennt ihr diese Situation schon aus der Vergangenheit vielleicht, das, was ein Riesenpunkt ist der riesengroße Vorteil, den ich als allererstes sehe und der auch auf gar keine Art und Weise anders zu bringen wäre, ist das Zocken gegen andere Bars. Das hatte ich in dem Video schon angekündigt, ist aber fast unmöglich. Wir haben jetzt 12 Meltdowns in Europa und ich kenne noch 3 andere E-Sports-Bars, eine in Bukarest, in Deutschland noch 2, eine in Berlin. Ich wette, die haben so 2, 3 PCs, vielleicht haben sie 5, aber gut, dann wird es ja schon fast reichen. Und das andere ist irgendwo in München. Ich glaube, die haben ein paar mehr.
Aus meiner Erfahrung mit dem Kölner heißt, wenn du mit anderen Bars Termine abmachen möchtest, dann ist das kompliziert. Nichts gegen das Kölner. Der Kölner war immer super und wir hatten riesen Glück damit. Aber das liegt halt einfach daran, dass andere Bars andere Zeitpläne haben und da muss man immer absprechen und das macht das Ganze sehr, sehr umständlich, wieder mal. Das wird beim Meltdown nicht passieren, weil das vereinheitlicht wird und selbst wenn es nicht vereinheitlicht wäre, findest du unter 12 Bars, und bald sind es noch viel mehr, immer eine andere, die gerade an dem Tag ein Turnier machen möchte. Und das in völlig egal welchem Spiel. LOL, Dota, Counter-Strike, können wir halt einfach demnächst wöchentliche Turniere machen gegen London, Paris, Berlin, Valencia. Und ich glaube, das wird super, super cool, weil wir dann, das wird wie Champions League. So, ich denke, da werden Leute echt in die Bar kommen und sich angucken, wie wir gegen andere Bars spielen. Einfach nur, um mit den Kölnern mitzufiebern. Und soweit ich das weiß, kriegt die Bar, die dann gewinnt, von der anderen Bar noch was ausgegeben und so weiter und so fort. Das wird richtig lustig. Also da werden wir bald alle nur noch umsonst trinken. Weil wir so gut sind. Dazu kommt noch ganz viel anderer Kram im Hintergrund. Natürlich, wenn ein Meltdown, sagen wir mal, einen Deal mit einem neuen Maushersteller macht und alle Meltdowns teilen das, dann ist das natürlich eine Reichweite, die 10, 12, keine Ahnung wie viel mal so groß ist, wie wenn ich das alleine announcen würde. Das heißt, dementsprechend sind auch die Deals besser. Dazu kommen Deals, die das Meltdown bereits jetzt mit allen großen Spieleentwicklern hat. Zum Beispiel gab es von Blizzard jetzt dieses Jahr für jedes Meltdown jede Woche 50 € für Hearthstone-Turniere. Und sowas erstmal zu bekommen, dürfte relativ schwierig sein. Ob es überhaupt möglich ist für eine einzelne Bar wie mich, weiß ich nicht. Aber das sind auf jeden Fall Deals, die besser werden und die mir vor allem auch sehr viel Arbeit abnehmen. Weil Sponsorenverhandlungen sind richtig nervig, weiß ich aus Erfahrung. Und ob dann am Ende überhaupt so was Gutes bei rauskommen würde, weiß ich nicht. Das heißt, ich spare mir extrem viel Zeit mit sowas, die ich dann für ganz andere Sachen nutzen kann. Für so den ganz normalen Papierkram, den man mit einer Bar hat, die Arbeit in der Bar, für Vorbereitung, für Eventplanung und im Grunde für euch. Weil je weniger Zeit ich mit Sponsoren verbringen muss, umso mehr Zeit habe ich halt, mich um die wirklich wichtige Arbeit in der Bar zu kümmern und den ganzen Kram. Und dementsprechend wird die gesamte Bararbeit nur davon profitieren, wenn ich mich mit sowas nicht auch noch umschlagen muss. Was habe ich hier noch aufgeschrieben? Heißt das, ich brauche jetzt kein Geld mehr? Finanzierung ist durch? Nein. Das Meltdown gibt uns kein Geld. So funktioniert ein Franchise nicht. Wir geben dem Meltdown Geld und dafür kriegen wir all die Deals, die Hardware, was wir so bekommen von denen, sowas wie PCs, darf ich noch nicht sagen, aber wird richtig gut, Stühle, Peripherie, all solche Geschichten. Die hätten wir wahrscheinlich auch mehr oder weniger so bekommen, vielleicht nicht so umfangreich. Also für einen Meltdown ist es überhaupt kein Problem, 10 PCs in die Bar zu stellen. Das heißt, wir können auch problemlos 5 gegen 5 in der Bar zocken. Das wäre so vielleicht ohne Meltdown ein bisschen schwieriger geworden. Aber ansonsten die anderen großen Investitionen, die eine Bar nun mal einfach alle hat, Bartechnik, Möbel, eine Theke, all der Kram, der bleibt bestehen und deswegen ändert sich die Finanzierungslage nicht wirklich. Die Finanzierungslage ändert sich dank euch und dank eurer Spenden ein bisschen. Dadurch ist sie natürlich viel, viel einfacher geworden, aber nicht durch den Meltdown-Deal. Das ändert eigentlich fast nichts. Nochmal vielleicht ein Hinweis, dass ich das nicht wegen der Kohle mache, sondern einfach, weil ich daran glaube, dass das ein gutes System ist, wovon wir eigentlich nur profitieren können. Im Endeffekt würde ich als Fazit hinten dran stellen, dass sich eigentlich nicht wirklich was ändert, außer dem Namen. Ich bin immer noch der gleiche, unser Team ist das gleiche, wir werden weiterhin die gleichen Ideen und Pläne verfolgen und umsetzen, wie wir es vorher auch hatten. Die Perks und Milestones bleiben auch die gleichen, das ist alles abgeklärt.
Wir haben jetzt einfach nur noch einen starken und sehr erfahrenen Partner im Hintergrund, der uns dazu noch zusätzlich unterstützen wird. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass ihr noch die gleichen seid. Weil, das habe ich schon mal ein paar Leuten gesagt, im Endeffekt sind unsere Events, das denken immer alle, aber eigentlich sind unsere Events nicht cool, weil wir schöne, nette Cocktails haben, die aufs Spiel angepasst sind. Oder weil da E-Sport auf den Screens läuft. Ja, das ist alles der Grund, warum ihr ursprünglich kommt. Aber ihr kommt nicht immer wieder, weil da E-Sport auf den Screens läuft. Weil das könntet ihr theoretisch auch zu Hause gucken. Ihr kommt immer wieder, jetzt muss ich hier was wegklicken, ihr kommt immer wieder, weil die Erfahrung auf dem Event cool ist. Und das liegt nicht an den Cocktails, das liegt an euch. Das liegt daran, dass ihr eine gute Stimmung macht, dass ihr offen gegeneinander, gegenüber anderen seid, dass ihr, wie in den ganzen Stories, die ich geschrieben habe, dass ihr irgendwelche Fremden, die ihr überhaupt nicht kennt, an den Tisch holt, dass ihr miteinander quatscht, dass ihr gut klarkommt, dass sich niemand bei uns auf die Schnauze haut, wie vielleicht in anderen Bars, dass niemand blöd angemacht wird, dass es einfach eine wunderbar schöne, friedliche und gemeinschaftliche Erfahrung ist bei uns auf den Events. Und das macht ja ihr. Und das ändert sich nicht, nur weil der Laden dann plötzlich Meltdown heißt. Und deswegen denke ich, das ist für alle von uns ein super Deal. Ihr werdet da richtig von profitieren, weil es ohne Ende auch Giveaways und so einen Kram geben wird. Teilweise habe ich das wöchentlich bei anderen Meltdowns gesehen, dass da immer wieder Headsets und Mäuse und weiß ich nicht, was alles zu gewinnen sind. Und wie gesagt, diese ganze Netzwerkidee, die ich ja damals schon bei den Barcrafts mit Barcraft Connect mal angefangen habe, wenn sich da einige noch dran erinnern werden können, das ist einfach ein super Faktor, den wir sonst niemals so hinbekommen hätten und woran ich ganz feste glaube und ja, ich hoffe ihr auch. Und jetzt bin ich mal gespannt auf die Reaktion. Ich habe das ganze Video hier, oder ich werde das ganze Video, nachdem ich es jetzt abgedreht habe, erstmal den ganzen Spendern schicken, die jetzt schon gespendet haben, damit die das als Erste wissen. Und dann werde ich es wahrscheinlich morgen online stellen, damit es alle anderen auch hören. Und ja, vielleicht schreiben ein paar Leute drunter, die schon mal in Meltdowns in Berlin oder London oder Lüttich oder Paris oder keine Ahnung wo gewesen sind. Ich kenne da einige, die mich halt schon mehrfach auch gefragt haben, warum ich kein Meltdown aufmache, weil sie es immer so cool fanden, wenn sie da waren. Und schreiben mal ein bisschen was von ihren Erfahrungen. Ansonsten war es das erstmal. Und ja, ich bin hyped. Ich werde dir gleich noch, mache ich mal hier so, ich werde dir gleich mal noch ein Video verlinken von Meltdown selber, wie die Events da so aussehen. Und dann könnt ihr euch davon nochmal einen kleinen Eindruck machen. Aber im Grunde, ja, wird das so wie bei uns. Nur noch ein bisschen besser. Gut. Und jetzt sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Video.